Stell dir vor, du willst etwas auf Deutsch sagen. Du weißt genau, was du meinst. Aber in deinem Kopf ist alles in deiner Muttersprache. Wie schaffst du es, nie wieder in deiner Muttersprache zu denken, wenn du es nicht willst? Hallo Lernende! Unser Podcast hilft euch, einfache Gespräche auf Deutsch zu verstehen. Wir sprechen langsam, klar und mit kurzen Sätzen. Genau, und heute haben wir ein spannendes Thema gewählt. Markus, sagst du bitte, worum es geht? Heute sprechen wir darüber, wie man lernt, direkt in Deutsch zu denken. Viele übersetzen im Kopf. Das macht Sprechen langsam und schwer. Wir wollen Wege zeigen, diese Gewohnheit zu stoppen. Das klingt perfekt, weil ich oft noch zuerst Englisch denke. Meine Zunge wartet, während mein Gehirn Wörter sucht. Ich hoffe, deine Tipps helfen mir und unseren Hörern. Ich bin sicher, sie werden helfen. Das Thema ist heute wichtig, weil Menschen weltweit Deutsch lernen. Viele brauchen Deutsch für Arbeit, Reisen oder Freunde. Je schneller man denkt, desto freier spricht man. Stimmt absolut. Aber ist es wirklich möglich, die Muttersprache im Kopf auszuschalten? Ja, es ist möglich, doch es braucht Übung und Geduld. Im Hauptteil möchte ich 5 klare Tipps geben. Jeder Tipp ist einfach, logisch und sofort nutzbar. Das klingt super. Ich werde viele Fragen stellen, keine Sorge. Unsere Hörer können gern auch eigene Fragen schicken. Tolle Idee. Liebe Leute, schreibt uns, wenn ihr Erfahrungen habt. Vielleicht greifen wir eure Gedanken in einer späteren Folge auf. Markus, bevor wir tiefer gehen, kannst du kurz erklären, was Denken in Deutsch genau bedeutet? Gerne. Denken in Deutsch heißt, dass deine inneren Worte deutsch sind. Du bildest Sätze, stellst Fragen und kommentierst alles ohne Übersetzung. Es fühlt sich erst fremd an, wird aber bald natürlich. Okay, das ist klar. Ich bin neugierig auf deine Methode. Vielleicht überraschen mich manche Tipps. Ich hoffe es. Doch lass uns zuerst einen kleinen Plan machen, damit niemand verloren geht. Wir nennen das Thema Sprechen über Ziele und dann starten wir mit Tipp 1. Klingt strukturiert. Ich bin bereit. Und ich glaube, unsere Anfänger sind auch bereit. Perfekt, dann lasst uns loslegen. Im nächsten Abschnitt reden wir über unser gemeinsames Ziel. Bis gleich. Ich hole mir schnell einen Schluck Wasser, dann geht es weiter. Gute Idee. Hydratisiert bleibt das Gehirn fit. Bis gleich, liebe Zuhörer. So, Sarah, unser erstes gemeinsames Ziel heute ist Klarheit. Alle Zuhörer sollen verstehen, warum Denken auf Deutsch so wichtig ist. Klarheit klingt gut. Ich merke oft, dass ich eine Idee habe, aber ich finde keine passenden Wörter. Genau das hindert den Fluss. Unser zweites Ziel ist Gelassenheit. Wenn du ruhig bleibst, kann dein Gehirn schneller neue Muster bilden. Ich werde versuchen, entspannt zu bleiben. Hast du dafür einen kleinen Tipp? Ja, gleich kommt Tipp 1. Doch zuerst definieren wir ein klares Bild. Stell dir vor, Deutsch ist ein gemütliches Zimmer. Du öffnest die Tür und lässt die Muttersprache draußen. Das Bild gefällt mir. Ich sehe einen Sessel, Bücher und eine Lampe. Perfekt. Dieses Zimmer betreten wir jetzt zusammen. Und hier kommt Tipp 1.
Nutze kurze Selbstgespräche. Selbstgespräche? Ja. Sprich leise oder im Kopf über das, was du gerade tust. Zum Beispiel: Ich öffne das Fenster, jetzt kommt frische Luft. Das klingt simpel. Genau, simpel ist gut. Wichtig ist, dass du nicht innerlich übersetzt. Sag nicht erst Window und suche das deutsche Wort. Verstanden. Aber was, wenn mir das richtige Wort fehlt? Dann umschreibe es. Sag zum Beispiel das Glasding zum Sehen statt Fenster. So bleibst du im Deutschen und verhinderst ein Stoppschild im Kopf. Das ist lustig, aber hilfreich. Ich glaube, unsere Hörer können das sofort ausprobieren. Absolut. Liebe Leute, probiert es jetzt gleich mit einem Gegenstand auf eurem Tisch. Beschreibt ihn ohne zu übersetzen. Ich sehe meine Tasse. Sie ist blau, groß und voller Kaffee. Perfekt, genau so. Tipp 2 folgt gleich. Doch erst ein kurzer Hinweis zur Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit ist immer mein Problem. Ich weiß. Setze 3 feste Momente am Tag für Mini-Selbstgespräche. Morgen, Mittag und Abend sind klassisch. Stell den Wecker, bis es Gewohnheit wird. Ich liebe klare Pläne. Ich werde den Wecker auf meinem Handy nutzen. Sehr gut. Kommen wir nun zu Tipp 2. Verwende visuelle Zettel. Zettel? Ja, schreibe einfache deutsche Wörter auf kleine Zettel. Klebe sie auf Gegenstände in deiner Wohnung. Jedes Mal, wenn du daran vorbeigehst, liest dein Gehirn das Wort. Das kenne ich von Kindern, die schreiben Tür oder Stuhl überall hin. Genau, es wirkt auch bei Erwachsenen. Du siehst das Wort 100-mal und irgendwann denkst du nicht mehr an die Übersetzung. Ich mag diese Idee. Meine Küche wird also bald ein kleines Wörterbuch. Sehr schön. Ein Tipp dazu: Wechsle die Zettel alle 2 Wochen. So bleibt das Gehirn neugierig. Klingt logisch. Was ist, wenn Besuch kommt und die Zettel seltsam findet? Dann erklärst du stolz, dass du Deutsch trainierst. Vielleicht lernen sie gleich mit. Haha, gute Idee. Also wir haben Selbstgespräche und Etiketten. Ich fühle mich schon motivierter. Das freut mich. Bevor wir Tipp 3 vorstellen, möchte ich eine kleine Übung machen. Oh cool, was für eine Übung. Wir beschreiben gemeinsam den Moment, ohne Englisch zu denken. Ich fange an. Ich sitze, ich spreche, ich atme ruhig. Ich höre zu, ich nicke, ich halte meine Tasse. Sehr gut, das war die Übung. Merkt ihr, liebe Zuhörer, wie einfach es sein kann? Ich merke es jetzt stärker als zuvor. Prima. In wenigen Minuten stellen wir Tipp 3 vor, aber erst atmen wir kurz durch. Gute Idee. Ein tiefer Atemzug hilft immer. Okay? Tief einatmen, ausatmen. Und weiter geht es gleich mit noch mehr praktischen Tricks. Ich bin bereit und unsere Hörer sicher auch. Fantastisch. Bleibt dran, denn das nächste Tool nutzt Musik und macht Spaß. Oh, das klingt spannend, Markus. Ja, aber dazu gleich mehr. Kurze Pause im Kopf. Kein Englisch denken. Ich versuche es wirklich. Ich zähle jetzt leise auf Deutsch. 1, 2, 3. Perfekt. Damit endet unser kleiner Zielblock. Im nächsten Teil gehen wir tiefer in die Methoden. Ich freue mich darauf. Bis gleich, liebe Lernfreunde. Bis gleich. Nutzt die Pause, um einen Gegenstand anzuschauen und ihn innerlich zu beschreiben. Komplett auf Deutsch.
Vielleicht beschreibt ihr euer Handy, euren Stift oder euren Schlüssel. So beginnt euer deutsches Denken. Willkommen zurück, Sarah, und willkommen zurück, liebe Zuhörer. Hallo nochmal. Ich bin bereit für Tipp 3. Super. Tipp 3 nutzt Musik. Hör jeden Tag ein deutsches Lied. Wähle einfache Texte. Vielleicht Kinderlieder oder langsame Popmusik. Warum hilft Musik beim Denken? Musik wiederholt Wörter rhythmisch. Dein Gehirn speichert Melodie und Klang zusammen. So merkst du Sätze, ohne bewusst zu lernen. Das klingt logisch. Hast du ein Beispiel? Ja. Nimm das Lied »Guten Morgen, sonniger Tag«. Refrain: Ich stehe auf, ich lache laut. Singe laut mit. Dabei denkst du nicht an Übersetzung, nur an Klang. Ich verstehe. Ich kann während des Kochens singen. Genau. Und nach ein paar Tagen tauchen die Zeilen plötzlich im Kopf auf. Dann denke ich automatisch Deutsch. Richtig. Noch ein Trick: Lies den Text einmal laut vor. Dabei achtest du auf Aussprache, nicht auf Grammatik. Okay, das kann ich sofort machen. Gut. Jetzt Tipp 4. Shadowing. Shadowing klingt geheimnisvoll. Es bedeutet Nachsprechen. Du hörst eine kurze Audio und sprichst sofort nach. Du kopierst Ton, Rhythmus und Betonung. Wie lang sollte die Audio sein? Am Anfang nur 10 Sekunden. Ein kurzer Satz reicht, zum Beispiel: Ich gehe heute in den Park. Also höre ich den Satz und spreche ihn sofort nach? Ja, ohne Pause. Dabei benutzt du denselben Tonfall. Ich habe Angst, Fehler zu machen. Fehler sind erlaubt. Wichtig ist der Fluss. Perfektion kommt später. Gut, das nehme ich mir vor. Ein Tipp dazu: Nimm dich auf dem Handy auf. Dann hörst du deine Stimme und kannst kleine Änderungen machen. Das klingt hilfreich, obwohl ich meine Stimme komisch finde. Das finden alle zuerst. Danach wird es normal. Wie oft soll ich Shadowing üben? 3-mal pro Woche, 5 Minuten pro Session. Kurz und fokussiert. Okay, das ist machbar. Kommen wir zu Tipp 5. Denktagebuch. Ein Tagebuch führt man doch schriftlich, oder? Ja, aber hier schreiben wir nur Stichworte. Ziel ist, Gedanken schnell in Deutsch zu notieren. Wie sieht eine Seite aus? Oben steht das Datum. Darunter notierst du Situationen, zum Beispiel Supermarkt, Gemüse gesucht. Daneben schreibst du den inneren Satz auf Deutsch. Wo sind die Tomaten? Also keine langen Texte, nur kurze Gedanken. Genau. So trainierst du schnelles Formulieren. Ich glaube, das hilft mir klarer zu denken. Und nach einer Woche liest du alles laut. Das wiederholt Vokabeln. Clever. Ich sehe Muster und erkenne Lücken. Wenn dir Wörter fehlen, schlage sie nach und schreibe sie dazu. So wächst mein Wortschatz gezielt. Richtig. Und weil es deine eigenen Gedanken sind, bleiben sie länger im Kopf. Markus, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Natürlich. Wie kombiniere ich Musik, Shadowing und Tagebuch, ohne überfordert zu sein? Gute Frage. Montag Musik, Mittwoch Shadowing, Freitag Tagebuch laut lesen. Dazwischen kurze Selbstgespräche und Etiketten, wie wir zuvor besprochen haben. Also ein Wochenplan. Ja. Ein klarer Plan reduziert Stress.
Und wenn jemand weniger Zeit hat? Dann wählt er nur 2 Methoden. Qualität vor Quantität. Das entlastet. Kann man auch mit Freunden üben? Unbedingt. Trefft euch online oder im Park. Wählt ein Thema, sprecht 5 Minuten nur Deutsch. Wenn jemand aufs Englische rutscht? Dann lacht ihr kurz und kehrt zurück ins Deutsche. So bleibt es freundlich und effektiv. Genau. Und ihr motiviert euch gegenseitig. Ich habe noch eine Idee für unsere Hörer. Vielleicht können Sie uns Ihren Wochenplan schicken? Tolle Idee. Wir lesen gern, wie ihr übt. Und wir geben Feedback in einer späteren Folge. Perfekt. Ein weiterer Punkt. Nutzt eure Hobbys. Lest ein kurzes Rezept, wenn ihr gern kocht. Oder schaut ein deutsches Tutorial zum Zeichnen. So verbindet man Spaß mit Lernen. Genau. Das Gehirn liebt Themen, die Freude machen. Ich werde ein deutsches Backvideo suchen. Sehr schön. Und vergiss nicht, laut mitzusprechen. Ich rede dann mit meinem Kuchen. Klingt witzig. Humor hilft immer. Lachen entspannt die Zunge. Markus, ich fühle mich gerade sehr motiviert. Das ist das Ziel. Motivation hält die Routine am Leben. Du hast viel erklärt. Kannst du die 3 neuen Tipps kurz auflisten? Gerne. Erstens Musik mitsingen. Zweitens Shadowing. Drittens Denktagebuch. Danke, das ist klar. Später zeigen wir, wie man Fortschritt misst. Oh, spannend. Aber lass uns vorher einen Schluck Wasser trinken. Gute Idee. Hydration first. Bis gleich, liebe Lernfreunde. Bleibt dran und denkt weiter auf Deutsch. So, Sarah, jetzt sprechen wir darüber, wie man Fortschritt messen kann. Darauf warte ich. Ich möchte sehen, ob die Mühe wirkt. Erster Vorschlag. Nimm jede Woche ein kurzes Selbstvideo auf Deutsch auf. Ein Video? Ich fühle mich vor Kamera etwas unsicher. Verstehe. Doch das Video bleibt privat. Du hörst dich und siehst Gestik. Okay, das klingt machbar. Wie lang soll das Video sein? Nur 1 Minute. Stell dich vor, erzähle, was du heute gemacht hast. 1 Minute schaffe ich. Danach vergleiche ich alte und neue Aufnahmen. Genau. Du bemerkst flüssigere Sätze und weniger Pausen. Und wenn ich kaum Fortschritt sehe, frustriert mich das. Dann schaue genauer. Vielleicht ist die Aussprache klarer oder du suchst Wörter schneller. Stimmt. Kleine Schritte zählen auch. Zweiter Vorschlag: ein Freundschaftstimer. Was ist das? Treffe einen Lernpartner und stellt einen Timer auf 5 Minuten. Solange der Timer läuft, redet ihr nur Deutsch. Wenn jemand Englisch spricht? Gibt es ein lustiges Strafwort? Der andere sagt laut Kartoffel. Haha, das lockert die Stimmung. Nach 3 Wochen erhöht ihr auf 8 Minuten, dann 10. So sehe ich meine Ausdauer wachsen. Genau. Dritter Vorschlag: Worttagebuch farbig markieren. Meinst du das Denktagebuch? Ja. Markiere neue Wörter gelb, wiederholte orange und sichere grün. Dann sehe ich viele grüne Begriffe und weiß, ich denke schneller. Richtig. Visuelle Erfolge motivieren sehr. Markus, ich merke, dass alle Tipps einfach, aber konsequent sind. Einfachheit schlägt Komplexität. Besonders am Anfang. Gibt es einen Tipp, den du selbst täglich nutzt? Ja, ich kommentiere meine Umgebung laut, wenn ich allein laufe. Zum Beispiel? Die Wolken sind grau, ich rieche frisches Brot vom Bäcker. Das mache ich heute beim Spaziergang. Sehr gut.
Noch etwas zum Thema Gefühle. Oh, spannend. Viele blockieren, weil sie Angst vor Fehlern haben. Ich kenne das. Ein Fehler fühlt sich wie ein Stoppschild an. Tipp dagegen. Sag sofort weiter im Kopf und sprich den nächsten Satz. Ein mentales Klickgeräusch, dann geht es weiter. Genau. Kein inneres Urteil, nur Fortsetzung. Das erinnert mich ans Fahrradfahren. Man fällt, steht auf, fährt weiter. Schönes Bild. Sprache ist auch Balance und Bewegung. Markus, hast du einmal aufgegeben, weil es schwer war? Ja, beim Lernen von Französisch. Ich stoppte 3 Monate. Wie hast du neu gestartet? Ich hörte täglich französische Comedy. Lachen löste die Blockade. Also Humor statt Druck? Genau. Für Deutschlerner gilt dasselbe. Sucht lustige Quellen. Ich mag kurze Sketche. Sie sind verständlich und witzig. Perfekt. Setze Untertitel auf Deutsch, nicht auf Englisch. So bleibt das Gehirn im deutschen Zimmer. Schön, dass du das Bild noch nutzt. Es hilft wirklich, die Tür mental zu schließen. Lass uns nun zusammenschauen, was wir beide gemeinsam erleben. Gerne. Ich habe heute gelernt, dass kleine Rituale stark wirken. Und ich sehe, dass gute Fragen den Lernprozess klären. Unsere Hörer merken vielleicht, dass wir auch noch lernen. Absolut. Lehrer und Lerner verschmelzen oft. Eine Sache möchte ich testen. Den Timer stelle ich morgen früh. Dann schreib mir, ob das Wort Kartoffel fiel. Wird gemacht. Ich bin sicher, du bleibst 5 Minuten im Deutschen. Ich gebe mein Bestes. Noch ein gemeinsamer Punkt. Feiere Erfolge laut. Wie meinst du das? Sprich laut, Juhu, das war flüssig, wenn ein Satz gut läuft. Klingt albern, aber Freude verankert Erinnerung. Genau. Das Gehirn liebt Dopamin. Markus, was ist dein aktuelles Lieblingswort auf Deutsch? Wunderkerze. Es klingt weich und funkelt im Kopf. Schön. Meins ist Gemütlichkeit. Es fühlt sich warm an. Beide Wörter passen zu positiver Stimmung. Vielleicht bitten wir unsere Zuhörer, ihr Lieblingswort zu teilen. Gute Idee. Schreibt uns euer Wort und warum ihr es mögt. So bauen wir eine kleine Wortgalerie. Genau, eine freundliche Sammlung für alle. Markus, ich spüre, dass wir langsam ans Ende kommen. Ja, wir haben viele Tipps geteilt und Erfahrungen verglichen. Ich fühle jetzt mehr Vertrauen, direkt in Deutsch zu denken. Das freut mich sehr. Wollen wir noch einen letzten Mini-Check machen? Gerne. Beschreibe bitte in 3 Sätzen, was du siehst. Ich sehe meinen Laptop, das Licht der Lampe und ein Notizheft. Sehr flüssig. Kein Zögern. Gutes Zeichen. Danke. Ich habe bewusst nicht übersetzt. Fantastisch. Ich glaube, das ist ein schöner Moment, um zusammenzufassen. Ja, das klingt nach einem runden Abschluss. Super, dann leite doch gleich zur Zusammenfassung über. Ich denke, das war ein schöner Moment, um alles abzurunden. Soll ich kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben? Sehr gern, Sarah. Eine Zusammenfassung hilft unseren Zuhörern, die Tipps besser zu behalten. Also zuerst haben wir erklärt, warum es so wichtig ist, direkt in Deutsch zu denken. Übersetzen kostet Zeit, macht Sätze langsam und nimmt uns das Gefühl für Klang. Dann kam Tipp 1. Kurze Selbstgespräche über den Alltag, am besten 3 feste Momente pro Tag. Tipp 2 waren bunte Zettel in der Wohnung, damit Augen und Gehirn deutsche Wörter ständig sehen. Als drittes hast du Musik vorgeschlagen.
Ein einfaches Lied mitsingen hilft, Satzmelodie und Vokabeln gemeinsam zu speichern und macht gute Laune. Der 4. Tipp war Shadowing. Dabei hören wir einen Satz und sprechen ihn sofort nach, um Rhythmus, Betonung und Aussprache zu trainieren. 5. haben wir das Denktagebuch eingeführt. Wir notieren schnelle Stichworte, lesen sie später laut und schließen so die Lücke zwischen Gedanken und Sprache. Danach haben wir Wege zum Messen des Fortschritts diskutiert. Wöchentliche 1-Minuten-Videos, der Freundschaftstimer mit dem lustigen Wort Kartoffel sowie das farbige Wort Tagebuch, in dem neue, wiederholte und sichere Wörter markiert werden. Wir haben außerdem mentale Strategien gesammelt, zum Beispiel Fehler sofort loslassen, weiterreden und Erfolge laut feiern. Humor, Hobbys und gemeinsame Übung halten die Motivation hoch und verhindern Langeweile. Schließlich haben wir betont, dass kleine, regelmäßige Schritte stärker wirken als seltene Marathon-Sessions und dass jeder Lernende seine eigenen Rituale gestalten darf. Zusammengefasst: Deutschdenken beginnt mit einfachen Gewohnheiten, wächst durch Freude und wird sichtbar, wenn wir Fortschritt bewusst messen. Danke, Sarah. Das war eine wunderbare Zusammenfassung. Mir gefällt besonders, dass jeder Tipp klein, aber wirkungsvoll ist. Ich hoffe, unsere Zuhörer spüren jetzt Mut, sofort ihr eigenes Deutschzimmer zu betreten und ein wenig herumzulaufen. Bleibt neugierig, probiert die Methoden aus und beobachtet, wie euer Kopf jeden Tag leichter wird. Ja, ich glaube wirklich, dass kleine Schritte der Schlüssel sind. Ich werde gleich nach der Aufnahme Zettel in meiner Küche kleben und ein Lied unter der Dusche singen. Liebe Zuhörer, wenn ihr das auch tut, schreibt uns doch, welcher Tipp euch am besten gefällt und warum. Wir lesen jede Nachricht mit Freude. Genau, wir möchten eure Geschichten hören. Vielleicht habt ihr schon ein eigenes Ritual, das ihr teilen könnt, oder ihr habt eine lustige Kartoffelanekdote aus dem Timerspiel. Schreibt kurz, lang, ernst oder witzig. Hauptsache auf Deutsch. Wenn ihr mögt, nehmt euch beim Singen oder Shadowing auf und beschreibt, wie ihr euch dabei fühlt. Eure Beispiele inspirieren andere Lernende. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich jedem danken, der heute zugehört hat. Ihr habt Zeit, Energie und gute Laune investiert, und das zeigt echte Leidenschaft für Sprache. Vergleicht euch nicht zu stark mit anderen, sondern feiert jeden eigenen Erfolg, egal wie klein. Wir sind stolz auf euch und freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder im Ohr zu haben. Damit sagen wir für heute auf Wiederhören. Bleibt dran, bleibt geduldig und habt Spaß am Prozess. Je öfter ihr denkt, ich probiere das jetzt auf Deutsch, desto natürlicher wird es. Wir danken euch von Herzen fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch bei einer zukünftigen Folge wieder dabei seid. Bis bald und viel Erfolg beim Denken ohne Übersetzen. Und vergesst nicht, euch kleine Belohnungen zu gönnen. Vielleicht eine Tasse Schokolade nach jeder Übung oder ein Spaziergang, wenn ihr 5 Minuten flüssig gesprochen habt. Solche Gesten sagen eurem Gehirn, Deutsch bedeutet Freude. So bleibt ihr langfristig motiviert und erreicht eure Ziele. Das wirkt oft stärker als jede trockene Grammatikregel.